Es war ein ungewöhnlicher Anblick, eine streunende Katze in dieser abgelegenen Gegend von Idaho zu sehen. Die beiden Frauen näherten sich vorsichtig und bemerkten, dass die Katze ängstlich wirkte und sich in der Nähe eines Erdhaufens aufhielt. Als sie näher kamen, bemerkten sie, dass sich das Wimmern aus dem Inneren des Erdhaufens zu kommen schien. Annalise und Emily tauschten beunruhigte Blicke aus und begannen sofort, die Erde wegzuschaufeln. Nach einiger Zeit entdeckten sie ein kleines, schmutzbedecktes Kätzchen. Es war in einem schrecklichen Zustand, seine Augen waren geschlossen und es schien kaum zu atmen. Die Frauen zögerten nicht einen Moment, sie hoben das winzige Wesen behutsam heraus und trugen es ins Haus. Die kleine Katze hatte Schlamm verschluckt und hustete qualvoll. Ihr winziger Körper war dehydriert und sie war völlig ausgezehrt. Annalise und Emily wussten, dass sie sofort handeln mussten. Sie reinigten das Kätzchen vorsichtig und begannen, es mit warmem Wasser zu tränken. Stunden vergingen und das Kätzchen, das sie liebevoll Gemma nannten, kämpfte verzweifelt um sein Leben. Die örtlichen Tierkliniken waren bereits geschlossen und so blieben die beiden Frauen die ganze Nacht auf, um Gemma zu versorgen. Sie wärmten sie, fütterten sie alle paar Stunden und gaben ihr die Zuwendung, die sie so dringend brauchte. Mehrmals hörte das Kätzchen auf zu atmen und Annalise und Emily fürchteten das Schlimmste. Am nächsten Morgen brachten sie Gemma zum Tierarzt. Die Diagnose war herzzerreißend. Der Tierarzt erklärte, dass Gemma kaum eine Überlebenschance hatte und dass das andere Kätzchen, das sie am Vortag ins Tierheim gebracht hatten, nicht überlebt hatte. Die Frauen waren am Boden zerstört, aber sie standen vor einer schweren Entscheidung. Der Tierarzt fragte, ob sie Gemma schmerzlos einschläfern lassen wollten oder ob sie ihr noch eine kleine Chance auf Leben geben wollten. Emily sah Annalise an und sagte, dass die Entscheidung bei ihrer Tochter liege. Annalise fühlte eine Verbindung zu Gemma, die sie nicht erklären konnte, und sie entschied sich, um Gemmas Leben zu kämpfen. Das Mädchen nahm sich frei von der Arbeit und war fortan Tag und Nacht bei Gemma. Nach einem Monat war Gemma trotz aller Widrigkeiten stark genug, um selbstständig zu fressen und aus einem Napf zu trinken. Sie begann, sich zu einem lebhaften, neugierigen Kätzchen zu entwickeln, das die Welt mit ihren großen Augen erkundete. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.